In diesem Video zeige ich O Königsbuch, ein steinernes Märchen über den Wolken des Elsass. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Majestätisch thront sie auf einem rund 750 Meter hohen Bergrücken der Vogesen, als wäre sie dem Seitenrand eines mittelalterlichen Märchenbuchs entsprungen, die O Königsbuch. Wer sich auf den Weg zu dieser beeindruckenden Burganlage im Elsass macht, betritt nicht nur eine historische Festung, er begibt sich auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte europäischer Geschichte, umgeben von einer Kulisse, die ihresgleichen sucht. Die Aussicht von hier oben ist schlicht atemberaubend. Bei klarem Wetter schweift der Blick über die Rheinebene bis hinüber zum Schwarzwald und den Alpen, ein Panorama, das einem den Atem raubt. Die O Königsbuch ist nicht nur ein beeindruckendes Monument mittelalterlicher Wehrarchitektur, sondern auch ein Symbol für Macht, Prestige und den unermüdlichen Wandel der Zeit. Ihre Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Um 1147 erstmals urkundlich erwähnt, wurde sie von den Hohenstaufern errichtet, um den Handelsweg zwischen dem Elsass und dem Rhein zu kontrollieren. Schon damals war ihre strategische Lage von unschätzbarem Wert, nicht nur zur militärischen Verteidigung, sondern auch zur Demonstration von Herrschaft über das Land. Die ursprüngliche Anlage wurde im Lauf der Jahrhunderte mehrfach zerstört, erweitert und wieder aufgebaut. Eine Geschichte von Feuer, Schwert und Wiedergeburt. Besonders prägend war die Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1633 durch schwedische Truppen. Danach lag die Burg über 2 Jahrhunderte in Ruinen, überwuchert von Moos, Efeu und den Legenden, die sich in der Bevölkerung rankten. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwachte die Hochkönigsburg zu neuem Leben, und das mit kaiserlicher Kraft. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Ließ die Burg zwischen 1900 und 1908 aufwendig rekonstruieren. Der Architekt Bodo Ebhardt, ein Verfechter des historischen Wiederaufbaus, orientierte sich dabei an mittelalterlichen Bauplänen, archäologischen Befunden und historischer Vorstellungskraft. Das Ergebnis ist keine exakte Rekonstruktion im modernen Sinne, sondern vielmehr eine Idealvorstellung einer mittelalterlichen Burg, kraftvoll, wehrhaft und romantisiert. Was heute die Besucher fasziniert, ist genau diese Mischung aus Authentizität und Interpretation. Beim Betreten des gewaltigen Torbaus spürt man sofort die massive Präsenz des Sandsteins, aus dem die Mauern wie aus der Erde selbst emporzuragen scheinen. Gewaltige Türme, zinnbewehrte Mauern, Zugbrücken und Schießscharten erzählen von einer Zeit, in der Verteidigung überlebenswichtig war. Im Inneren der Burg offenbart sich eine detailverliebte Welt. Die rekonstruierte Waffenkammer ist gefüllt mit Schwertern, Harnichen und Armbrüsten, die den Besucher in die kriegerische Realität des Mittelalters entführen. Der Rittersaal beeindruckt mit seiner kunstvoll bemalten Balkendecke, schweren Eichentischen und einem offenen Kamin, in dem das Feuer noch heute lodert, als wollte es die Geister der Vergangenheit erwärmen. Besonders beeindruckend ist der zentrale Bergfried, der wie ein steinernes Auge über das Land wacht. Von seiner Spitze offenbart sich ein Rundblick, der selbst erfahrene Reisende ins Staunen versetzt. Das silberne Band des Rheins glitzert in der Ferne, Dörfer schmiegen sich wie Spielzeuge an die Hänge und am Horizont zeichnen sich die Konturen der Alpen ab. Dieser Ausblick war schon vor Jahrhunderten von strategischer Bedeutung, heute ist er vor allem ein visuelles Geschenk an jeden, der sich hierher wagt. Doch egal, wie tief man in die Geschichte eintaucht, der Blick hinaus bleibt stets ein Höhepunkt. Immer wieder öffnen sich Fenster und Galerien zur Außenwelt und jedes Mal offenbart sich ein neues Kapitel dieser einzigartigen Aussicht. Morgens liegt das Elsass in einem silbrigen Dunst, mittags funkelt die Landschaft in sattem Grün und abends hüllt der Sonnenuntergang die Burg in ein rötliches Leuchten, das den Sandstein warm glühen lässt.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Frankreich interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.